Ja, vielen Dank, Goran, und herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Mein Name ist Nadine Hönichhaus und wir sitzen hier heute zum Thema Governance und Technologie. Mit mir dabei Sascha Knoll, Anne Gillig und Yannick Michels. Herzlich willkommen. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema, wie ich sagte, Governance und Technologie und wie Unternehmenserfolge damit verknüpft sind. Von welchen Rahmenbedingungen hängt es denn tatsächlich ab, mit welchen Governance-Fragen Unternehmen sich heute beschäftigen müssen und können? Anne, magst du uns dazu vielleicht einen Einblick geben? Ich fange gerne mal an. Vielleicht darf ich kurz damit beginnen, wo das Thema Governance überhaupt herkommt. Das Thema Governance bedeutet ja zunächst nichts anderes als gute Unternehmensführung. Und als Geschäftsleiter bin ich verpflichtet, aufgrund meiner Legalitätskontrollpflicht Systeme im Unternehmen zu implementieren, die sicherstellt, dass ich als Geschäftsleiter nicht gegen gesetzliche Bestimmungen verstoße. Das heißt, es gibt ein Compliance-Management-System, das sich mit bestimmten Themen beschäftigt, ein internes Kontrollsystem, das Risikomanagement, also die Liste lässt sich ja beliebig fortsetzen. Und jetzt sehen wir den EU Green Deal, das ist allgemein bekannt und je nach Zählart gibt es hier 160 oder 80, aber lasst uns mal vom Worst Case ausgehen, 160 neue gesetzliche Vorschriften allein in der Europäischen Union. Die werden auch in nationales Recht überführt. Das heißt, die Frage, die sich Unternehmen ja gerade stellen müssen, ist, wie kann ich eigentlich A, mir sicher sein, was gilt für mich überhaupt, und B, was muss ich eigentlich tun, wie muss ich mich organisieren, um nicht gegen diese gesetzlichen Vorschriften verstoßen. Also das ist das auf dem Tisch liegende Problem und damit auch die Frage, wie stelle ich eigentlich meine Governance neu auf. Und Anne, ich glaube, ich kann das auch aus steuerlicher Sicht ganz gut bestätigen. Wenn wir auf das Thema Unternehmenssteuern schauen, lesen wir sehr viel, sprechen sehr viel über das Thema Bürokratieabbau, sehen aber eigentlich zunehmend eine Komplexität, die damit reinkommt in das Thema. Wir haben die Zielsetzung, Wirtschaftsstandort attraktiver zu machen, Wachstumsimpulse zu setzen. Es gibt auch die Ergebnisse von der Expertenkommission rund um das Thema Vereinfachung Unternehmenssteuern. Aber eigentlich ist es ein Aufbau. Es ist eine zunehmende Regulatorik, es sind zunehmende Gesetze. Und das kommt eigentlich auch für Steuern nicht nur aus dem ESG-Kontext, nicht nur aus dem Green Deal, sondern insgesamt. Insofern, ich bin als Unternehmen konfrontiert mit zunehmenden Melde- und Reporting-Verpflichtungen. Ich muss mir regelmäßig darüber Gedanken machen, was ist für mich einschlägig und wo kommen die Gesetze her und wo habe ich vielleicht auch weitere steuerrelevante Daten. Und wenn man sich das im Gesamtkontext anschaut, muss ich irgendwo aus einer Governance-Perspektive Prozesse etablieren, Prozesse einrichten, um mir darüber Gedanken zu machen. Jetzt schaue ich aus einer Steuerperspektive drauf, aus Sicht einer Steuerfunktion, wie mache ich es denn, wenn ich aus Unternehmenssicht drauf schaue und mich frage, was ist denn hier eigentlich wirklich relevant für mich, was beschäftigt mich? Ja, und das ist, glaube ich, auch nochmal ein guter Punkt für uns alle. Die Unternehmen haben, also zumindest meine Wahrnehmung, Yannick, vielleicht kannst du da auch gleich was dazu sagen, das Thema als Problem zwar erkannt, aber sie können es nicht wirklich angehen, weil das Thema auch einfach zu groß ist. Was muss ich eigentlich tun? Die KPMG Law hat eine Umfrage gemacht über Unternehmen. Das ist der Rechtsabteilungsreport. Da sind einige Fragen mit eingeflossen aus dem ESG-Teil. Und nur 30% branchenübergreifend der Unternehmen nehmen für sich in Anspruch, sie hätten das Thema Governance aus ESG-Regulatorik kommend für sich entdeckt und auch bearbeitet. Wenn man sich die Daten dann näher anschaut, dann sind das lediglich die Verpflichtungen, die aus der CSRD-Berichtspflicht dann kommen. Das ist genau das, was du sagst. Wir haben überbordende Bürokratie, Berichtspflichten und eigentlich soll ja das Gegenteil erreicht werden, weil eines, um das aus rechtlicher Sicht nochmal zu sagen, soll ja gerade nicht in einem Governance-System beinhaltet sein, dass ich meine Unternehmensprozesse nicht effizient und effektiv habe. Also das Unternehmen soll ja eigentlich nicht gelähmt werden. Das heißt, die interessante Frage auf unterschiedliche Bausteine runtergebrochen ist dann eigentlich, was mache ich mit meiner Organisation im Unternehmen? Was gilt für mich überhaupt? Wie gehe ich mit der Fülle an Daten? Wir haben ja hier auch ein Daten- und ein Technologiethema. Wie gehe ich mit der Datenfülle um? Wie transportiere ich, wie übersetze ich es in die einzelnen Unternehmensprozesse? Was ja gerade geschieht ist, es kommt eine neue Rechtsvorschrift und ich baue ein Governance-System daneben. Also konkretes Beispiel, die Entwaltungsverordnung, die ja zum Glück für alle Unternehmen momentan geparkt ist, wird in Kraft gesetzt und ich baue ein separates Governance-System neben das Compliance-Management-System, das ich traditionell
mit Antikorruptionsprävention, Kartellrecht, vielleicht noch mit Geldwäsche beschäftigt. Das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz hat daneben noch ein System gebaut. Also diese ganzen Punkte stehen siloartig nebeneinander. Und was ich als Unternehmen jetzt vermeiden sollte, aus Effizienzgründen, und das mag jetzt kurios sein, dass das von mir als Juristin kommt, aber dass ich für jede Rechtsvorschrift ein separates System daneben baue. Würdest du sagen, ist es eine Art Integration oder ist es eher eine Art, ich brauche eine zentrale Organisationseinheit, die sich um die Themen kümmert? Ich glaube, das ist genau der Knackpunkt, um das es geht. Ich kann bestimmt beides machen. Also die Frage, die ich mir als Unternehmen erstmal stellen muss, wie passt das zu mir? Also wie passt das zu meiner Governance-Struktur? Und dann könnte ich eine zentrale Organisation bauen. Wir kommen ja bestimmt auch noch gleich, wie die aussehen kann. Oder ich baue eine dezentrale Struktur. Gibt es denn da steuerlich, mal die Rückfrage an dich, Punkte, die da dagegen sprechen? Dem Grunde nach nicht. Das Thema Steuern würde klassischerweise in der Steuerfunktion hängen. Ich glaube, es geht insgesamt darum, wir haben neue Verantwortlichkeiten, wir haben vielleicht dadurch Regelungslücken, wir haben vielleicht auch Überschneidungen. Das ist, glaube ich, zu definieren, strukturiert zu definieren und das nicht nur für einen Themenbereich, sondern einmal durch die Unternehmensstruktur entlang der Prozesse. Nadine, wenn ich einmal da ganzheitlich drauf schaue im Sinne eines One-Governance-Gedanken, woran muss ich denn denken im Sinne Umsetzung, Konzepte, Methodiken, wie gehe ich es an? Ja, Sascha, das ist ein guter Punkt und ich komme da gleich drauf zurück, aber ich würde ganz gerne auch noch mal die ein oder andere Mandantenfrage hier mit reinnehmen, die uns dann so ganz konkret in zum Beispiel einem Nachhaltigkeitsberichterstattungs-Reporting-Projekt begegnet, die Governance betrifft. Weil oft steigen wir eben ein über das Thema Reporting nach CSRD-Anforderungen, wie sie ganz aktuell gefragt sind. Und ganz unabhängig von welcher Branche haben Mandanten dann Fragen, brauche ich jetzt einen Chief Sustainability Officer? Und denken sozusagen das Thema von der Spitze, ja, brauche ich die Spitzenposition dazu? Oder brauchen wir auf Aufsichtsratsebene ein Nachhaltigkeitskomitee? Und das sind alles Fragen, die im Zuge der Governance gestellt werden müssen, aber sie sind nicht die ersten Fragen, die beantwortet werden müssen. Weil wenn wir über One Governance kommen, kommen wir über einen Steuerungsgedanken. Und Steuerung erfolgt ja letztendlich nicht als allererstes über eine Person oder über ein Gremium, sondern tatsächlich integrativ. Aber Yannick, damit macht ihr ja auch viele Erfahrungen. Genau, das ist sicherlich ein Thema, das unsere Mandanten momentan sehr stark umtreibt. Die müssen über die CSRD mehr als 100 quantitative Datenpunkte erstmal extern berichten. Jetzt stellt sich natürlich im Anschluss die Frage, wie integriere ich diese Themenstellung jetzt in meine interne Steuerungsfunktion des Unternehmens, sprich in die Planungsprozesse, in die Management-Reporting-Prozesse. Und wir empfehlen da ganz klar ein KPI-Set mit 8 bis maximal 10 Top-ESG-Kennzahlen, die im ersten Schritt aufgebaut werden müssen. Natürlich eng angedockt über die Themenstellungen, die ohnehin schon aus der CSRD berichtet werden. Und dann perspektivisch, aber auch aus diesem integrativen Steuerungsgedanken raus, auch mit dem finanziellen Steuerungsmodell integriert werden sollen. Jetzt kommen wir ja aus einer Logik nach CSRD, wo wir über eine große Anzahl an wesentlichen, maßgeblichen Themen für die Berichterstattung eines Unternehmens sprechen. Und du hingegen stellst dagegen steuerungsrelevante Leistungskennzahlen. Das ist aber eher eine geringe Zahl. Also irgendwie müssen wir da auch hinkommen. Das heißt, wir müssen von einer Fülle an relevanten Themen nochmal auf die richtig relevanten irgendwie kommen, die wirklich in der Steuerung angepackt werden müssen, vom Management, von den Teams, operativ, jeden einzelnen Tag. Um auch das so zu erarbeiten, wie kommt man denn als Unternehmen in diese Richtung? Wen muss ich denn angucken, um diese Relevanz sozusagen zu ermitteln? Anne, da habt ihr doch auch in euren Projekten wirklich auch Instrumente in die Richtung. Genau, also das ist die initiale Frage, die ich mir eigentlich stellen muss. Welche Rechtsregeln sind für mich eigentlich relevant? Also was gilt für mich als Unternehmen? Deshalb die Frage, Nadine, die kennen wir beide ja auch aus dem Mandantenkontakt, weil wir ja viel zusammenarbeiten, dass die Frage kommt, wer macht jetzt bei uns ESG im Unternehmen oder gibt es einen Chief Sustainability Officer? Die Frage, die mag durchaus ihre Berechtigung haben, aber eigentlich muss man mal die Frage stellen, was soll der Chief Sustainability Officer denn machen?
Und da stellt sich die Frage nach den relevanten Rechtsregeln. Was du gesagt hast, Jannik, das begegnet uns auch ganz häufig, dass so eine Vermischung der Begrifflichkeiten stattfindet. Ich habe Datenpunkte aus CSRD und das ist dann das, was der Chief Sustainability Officer macht, der macht dann ESG. Die Frage aber zu beantworten, ist ESG gleich CSRD, die ist nicht beantwortet. Und das ist die initiale Frage, weil nochmal, Haftungsvermeidung. Ich muss wissen, was gilt für mich eigentlich und das geht weit über das CSRD-Thema hinaus. Deshalb erstmal, Nadine, du hast es angesprochen, eine Relevanzanalyse zu machen. Also Relevanzanalyse, das ist egal, wie man das auch von der Begrifflichkeit her bezeichnet, bedeutet aber, in welchem Business-Segment bin ich als Unternehmen unterwegs, in welchen Märkten bin ich unterwegs, also in welchen Ländern und welche Rechtsregeln gelten für mich überhaupt. Diese Analyse muss ich machen. Und dann als zweite Frage, da kann ich das noch damit kombinieren, es sind ja nicht nur Jurisdiktionen, die auf mich Anwendung finden, sondern auch Erwartungshaltungen, möglicherweise Klauseln in Finanzierungsverträgen. 80% unserer Mandantengespräche, wir haben das mal ausgewertet, stellen nämlich oder drehen sich um das Thema, ich habe eine Finanzierung im Haus, ich habe Kreditverträge, welche Anforderungen muss ich eigentlich erfüllen? Und diese Frage ist damit auch noch nicht beantwortet. Man könnte es als Stakeholder-Analyse bezeichnen initial. Das heißt, um mich einem Governance-Modell auch zu nähern, das ich aufsetzen muss, muss ich zunächst mal die Frage beantworten, was mache ich da überhaupt und von wem wird das an mich herangetragen? Und dann kann man sich der Frage widmen, den aufbauorganisatorischen Fragen, wer macht das überhaupt? Was sind die unternehmerischen Prozesse, in die ich reingehen muss? Fliegt das überhaupt von der Organisation her steuerlich? Das ist ja auch immer so das große Risiko. Und passt es rein? Und passt es rein, ganz genau. Und welche Datenpunkte kann ich nutzen und welche Technologie unterstützt mich da überhaupt? Das ist ja auch ein Thema, das wir ganz gerne unter dem Stichwort Target Operating Model auch anpacken. Ne? Wie sieht eigentlich tatsächlich mein Zielsteuerungsmodell aus? Wo will ich hin? Und welche Elemente gehören dazu? Das ist ja ganz umfassend tatsächlich. Du startest ja bei Strategie, bei der Vision, auch bei deiner Ambition als Unternehmen. Es will ja niemand das allernachhaltigste Unternehmen sein, manche vielleicht schon, aber von der Zielstellung her definiere ich den gangbaren Weg und die dahinterliegende Struktur. Ich betrachte die Organisation, die dahinterliegenden Prozesse, Kontrollen, die Weiterbildung, die Kommunikation im Unternehmen, die Fähigkeiten der Teams und die Kompetenzen, die in dem Kontext aufgebaut werden müssen, wie ich das Ganze überwachen kann von Seiten der Stellen, die mit der Überwachung betraut sind und in welcher Regelmäßigkeit ich auch immer wieder durch diesen Zyklus durchgehe, um sozusagen ein konsistentes Verbesserungssystem zu etablieren. Also dieses Target Operating Modell im Blick. Und ich weiß, da scheiden sich manchmal so ein bisschen die Geister. Ne? Heute reden wir über ESG-Strategie. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass wir in 5, vielleicht in 8 Jahren nur noch über Strategie reden. Heute reden wir über ESG-Managementsysteme. Ne? Anne, du hast gerade die Silos schon genannt. Wir werden später über Managementsysteme sprechen. Also, denn dieser Gedanke ist zu integrieren. ESG ist ein wesentlicher und vielleicht, wenn wir den Planeten angucken, maßgeblicher Teil, ob wir überhaupt noch Business erfolgreich machen können über lange Zeit, den werden wir eigentlich in alles integrieren. Passiert das heute schon? Sascha, wie stehst du dazu? Ich glaube, Nadine, dem Grunde nach ja nichts Neues, wenn du das jetzt so beschreibst. Das Vorgehensmodell kennen viele Unternehmen. Insofern, das Vorgehensmodell sollte viele nicht abschrecken, weil das kennen sie aus anderen Rechtsgebieten, das kennen sie aus anderen Bereichen. Klar, wir haben ein neues Thema, aber letztlich das Ziel, das Ganze auch wieder zu integrieren, ich glaube, das ist die Herausforderung, das ist der Weg, wo man vielleicht auch Begleitung braucht. Aber die wesentlichen Parameter drumherum und die Grundstrukturen, die sollte man vereinheitlichen und letztlich muss das dann auch alles ineinander übergehen. Also wenn wir über Bewertungsparameter sprechen oder die Struktur von Risikokontrollmatrizen, die Überleitungen in das Thema internes Kontrollsystem, das muss ich, glaube ich, verzahnen und drumherum alles ineinander einbetten. Ich würde da gerne kurz ergänzen, weil du so schön gesagt hast, es ist nichts Neues. Das ist richtig. Der Methodenkoffer ist derselbe. Und das ist ja aber das Schöne. Also wenn man jetzt zum Beispiel an den Prüfungsstandard für Wirtschaftsprüfer, wir sehen Compliance-Management-Systeme ausdenkt, das ist ja themenagnostisch, dieser Methodenkoffer. Also der kann ja mit Antikorruptionsthemen befüllt werden, mit kartellrechtlichen Themen.
Das geht endlos weiter. Und interessanterweise, die neuen Gesetzesvorschriften, wie zum Beispiel das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, lehnt sich ja ganz eng an der Methodik aus dem Prüfungsstandard für Compliance-Management-Systeme an. Die Schlussfolgerung, die wir, glaube ich, alle daraus ziehen, ist, dann kann es nicht so ganz falsch sein. Das, was es jetzt nur so wirklich diffizil macht und auch so heterogen, ist dann die Frage der Aufbauorganisation. Also du hast es vorher angesprochen, wer macht das denn dann im Unternehmen? Wenn die Methodik klar ist, also ich muss möglicherweise eine Risikoanalyse machen, ich brauche Schulungselemente, ich brauche eine Überwachungskomponente. Aber die zentrale Frage ist einmal die Aufbauorganisation, also wer macht es? Gibt es eine Funktion im Unternehmen? Wenn ja, was muss die für Kompetenzen haben? Das Thema ESG ist unendlich weit. Also hat dann der Chief Sustainability Officer Kenntnisse mit der CO2-Reduktion, die damit im Zusammenhang sind, was Menschenrechte angeht und aber auch Korruptivkenntnisse, also Antikorruptivkenntnisse natürlich, um das auch aufgrund der Fachexpertise auszufüllen. Er muss ja fachlich und persönlich geeignet sein als Delegationsempfänger der Geschäftsleitung, sonst habe ich wieder die vorher viel zitierte Haftungsbefreiung an der Stelle nicht. Und damit einhergehend, und das ist die zweite Herausforderung, sind die ablauforganisatorischen Prozesse. Mal ein konkretes Beispiel. Ich muss aus ganz unterschiedlichen Gründen meine Geschäftspartner überprüfen. Ich muss sie überprüfen aus geldwäscherechtlichen Gründen, ich muss sie aus sanktionsrechtlichen Gründen überprüfen. Die Finanzabteilung hat vielleicht auch ein bestimmtes Interesse an der Bonität. Und jetzt kommt das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz und die Entwaldungsverordnung, wonach ich meine Lieferanten ganz konkret auch auf bestimmter Parameter überprüfen muss. Die Frage ist jetzt, wie baue ich meinen Geschäftspartner-Prüfprozess als ablauforganisatorischen Prozess? Wer ist für die Prüfung zuständig? Unter welchen Datenpunkten wird er geprüft? Gibt es überhaupt, spannende Frage, eine Technologie, die unter diesen unterschiedlichen Aspekten meine Geschäftspartner prüfen kann? Also das ist so das zentrale Kernthema des Target Operating Models, an dem ich mich auch messen lassen muss. Kann ich eine Organisationsstruktur bauen und wenn ja, wie sieht sie aus, die maximal effizient ist und trotzdem haftungsbefreiend wirkt? Und ich würde da noch mal gerne auf das Thema ESG-Strategie eingehen, weil wir sehr stark wahrnehmen und ich auch persönlich in sehr vielen Mandantengesprächen ESG immer sehr stark behaftet ist mit dem Thema Kostenfaktor. Ich bin mir auch sicher, Sie, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, viele von Ihnen schauen auf das Thema ESG mit Sicherheit auch aus dem Punkt raus, ich muss ein regulatorisches Regime erfüllen und verursacht damit Kosten im Unternehmen. Wir sehen immer wieder, dass über das Thema ESG-Strategie, wie du es angesprochen hattest, wenn man das jetzt denkt, über die verschiedenen Unternehmensbereiche, dass sie eben durchaus auch großes Wertpotenzial heben können. Sei das einerseits in der Vermeidung von Rechtsrisiken, was jetzt erstmal der kleinste Punkt ist. Wir können auf das Thema ESG-Rating schauen, wo wirklich im Sinne von Kapitalzugang, Kapitalmärkte, Fremdkapital sehr positive Impulse auf Finanzierungsbedingungen durch die verschiedenen ESG-Themen erreichen können. Und das ist auch mein Appell an die Mandantschaft von uns, diese Themen, die ohnehin über die regulatorischen Anforderungen sozusagen umgesetzt wurden, nun auch zu nutzen und auch diese positiven Impulse sozusagen für das Unternehmen zu erzielen, sei es jetzt in Richtung Umsatzsteigerungen, gerade im mitteleuropäischen, im nordeuropäischen Raum, wo wir sicherlich auch, wenn wir ein nachhaltiges Produkt haben, sozusagen mehr oder erweiterte Kundengruppen ansprechen können, aber eben auch im Sinne von Kostensenkungsthemen, auch gerade im Recruiting, im Zugang zu Personal, wenn wir eben auch die positiven Aktivitäten, die ESG-seitig durchgeführt werden, nach außen kommunizieren, tun wir uns da deutlich leichter, auch passendes Personal zu finden. Also mich freut es jetzt hier auch nochmal so eine positive Note reinzubringen, denn eine Sache wissen wir und eine Sache höre ich hier auch ganz klar aus all euren Aussagen, das ist schon viel Arbeit, so ein Governance-System anzupacken. Und ob jetzt 80 oder 160 Gesetze, die der EU-Green Deal bringt, wir werden an Komplexität durchaus einige Schritte uns weiter nach oben bewegen. Jetzt gibt es ja, wir haben jetzt verschiedene Maßnahmen besprochen, ne? Eine ganz strukturierte Analyse, was ist denn eigentlich wirklich relevant? Wer sind die Stakeholder, deren Meinung oder deren Ansichten ich wirklich betrachten sollte? Das sind ja alles Schritte, die dazu führen, dass sich
die Arbeit, die vor mir liegt, in sinnvoll priorisierbare Portionen einteilen kann. Gibt es vielleicht noch weitere Möglichkeiten, wie zum Beispiel technologische Unterstützung, die ich zur Hilfe nehmen kann, wenn ich sagen möchte, ich möchte mich moderner und vielleicht ein bisschen steuerbarer in Richtung Governance bewegen? Ich glaube, wir können festhalten, ohne Technologie geht es nicht. Mit Excel geht es wahrscheinlich auch nicht mehr. Jannik, wo stehen wir denn, wenn wir auf Markt schauen, auf unsere Kunden schauen? Wie ist denn der Stand der technischen Umsetzung? Ja, ich würde erst mal anführen, wir haben die ESG-Studie Nachhaltig Steuern durchgeführt, haben 200 Unternehmen befragt und circa die Hälfte hat geantwortet, sie haben heute noch keine durchgängigen Systeme für ESG-Daten, sind auf sehr fragmentierten Datenbasen unterwegs, die bisher wenig miteinander verbunden sind. Ausgehend davon, wir haben natürlich den Faktor, dass wir die ESG-Daten jetzt sehr quer über die Organisation einsammeln müssen. Wir haben ganz unterschiedliche Funktionen, die involviert sind. In den E-Themenstellungen will ich dann in Produktionsbetrieben die Produktion, Forschung und Entwicklung, in den S-Themenstellungen dann natürlich der Personalbereich, auch die Beschaffung, teilweise die Logistik, für den Governance-Bereich auch die Compliance-Funktion und Finanzfunktion. Und nun gilt es, all diese Funktionen zusammenzubringen und die Daten sinnvoll zusammenzuführen. Das Stichwort dahinter den zentralen ESG Data Lake oder diese eine Single Source of Truth, wie wir dann sagen, aufzubauen. Und da sehen wir es sowohl aus den Ergebnissen der Studie als auch aus den Gesprächen, dass die Unternehmen noch durchaus am Anfang sind, aber sich auf diese Reise jetzt machen, diese Themen anzugehen. Heißt zwingend neue Systeme einführen oder finde ich was in der bestehenden Systemlandschaft? Auch da ganz klare Empfehlung von uns. Erstmal die bestehende Systemlandschaft analysieren, was ist heute da, welche Systeme können erweitert, ertüchtigt werden. Und wir werden ja immer wieder mit dieser Frage konfrontiert, was ist das eine ESG-Tool, das jetzt all meine Probleme löst? Und die Antwort ist leider eben nicht so einfach. Dieses eine Tool gibt es nicht. Wir empfehlen immer, aus der bestehenden Landschaft herauszudenken und eben einerseits bestehende Systeme ertüchtigen. Es hat ja auch damit zu tun, welche IT-Skills habe ich in-house. Ich will mich da jetzt auch nicht in eine Abhängigkeit begeben, wieder für ein neues System die entsprechenden Kapazitäten und Skills im Unternehmen aufzubauen. Deswegen aus der eigenen Landschaft herauszudenken und dann eher, wenn man sieht, man hat gewisse White Spots, da nochmal dann auch dann ganz gezielt zu schauen, welche Tools oder welche Lösungen gibt es am Markt. Und jetzt sprechen wir ja über Regulatorik. An was muss ich denn noch denken, wenn ich jetzt über technologische Lösungen spreche? Aus meiner Sicht ist sozusagen das System und die Technologie dann nachher auch ganz maßgeblich, wenn ich dann Richtung Assurance Readiness schaue. Wir haben jetzt für die börsennotierten Mandanten von uns, die jetzt für Geschäftsjahr 2024 dann beispielsweise erstmalig die CSRD berichten, dann die Anforderungen erstmal auf Limited Assurance, perspektivisch dann die Anforderungen von Reasonable Assurance. Und natürlich helfen mir die Systeme da dabei, wenn ich auch von Anfang an die Prozesse mitdenke, sei es im User Access Management, sei es Approval-Prozesse, wie jetzt auch neu erhobene ESG-Daten dann freigegeben werden. Wenn ich diese Themen mitdenke, die Verankerung sozusagen auch in Richtung IKS, tue ich mir dann deutlich leichter, in die Gespräche mit meinem Auditor zu gehen und dann eben auch in Richtung Assurance zu denken. Und gleichzeitig habe ich so natürlich auch die Möglichkeit, die Potenziale, die KI uns jetzt noch mitbringt, wo wir natürlich einen sehr großen Hebel sehen, sicherlich auch noch eher am Anfang der Reise sind, aber gerade auch im Sinne von intelligentem Management von einzelnen Themenblöcken, sei es im Energiemanagement, diese Themen eben auch noch im Unternehmen voranzutreiben. Wir haben ja auch technologische Unterstützung, die wir anbieten können, schon an einer ganz anderen Stelle, ne? Wenn es darum geht, erstmal zu ermitteln, welche Regulatorik ist denn für mich als Unternehmen relevant? Anne, magst du dazu vielleicht noch was sagen? Genau, also es gibt eine ganze Reihe von ESG-Tools. Es gibt auch ein Tool von uns, der Regulatory Radar, ihr kennt den natürlich alle, also der für unterschiedliche Jurisdiktionen pro Branche den Unternehmen Anhaltspunkte dafür gibt, welche Rechtsregeln sind für sie eigentlich relevant. Also beispielsweise in Argentinien gibt es folgende 20 Rechtsregeln, die jetzt im Bereich ESG
umgesetzt werden müssen oder die eingezahlt werden müssen, in einem unterschiedlichen Detaillierungsgrad. Und das ist an Standortbestimmung natürlich unglaublich sinnvoll, also ein Tool. Was, glaube ich, nicht sein darf, und das habt ihr beide schon angesprochen, ist, dass man sich nur auf die Tools verlässt, also Hauptsache Tool einführen und damit ist alles schon gewonnen. Das ist zwar sinnvoll, aber nur mal so ein Schmankerl aus meinen letzten 2 Beraterwochen. Ich habe ein Gespräch mit einem Mandanten geführt, der hat 5 ESG-Tools. Ich habe dann gefragt, was sind denn diese 5 ESG-Tools? Es stellte sich heraus, das sind Geschäftspartnerprüfungstools. Die machen aber alle dasselbe oder sehr ähnliche Punkte. Ist ein anderer Berater, der das empfohlen hat, ja, aber das ist natürlich katastrophal, weil das führt dazu, dass das Unternehmen völlig ineffizient ist. Und wenn dann noch, wie in diesem Unternehmen, 4 unterschiedliche Abteilungen die Geschäftspartner prüfen, dann kommt das Unternehmen nicht mehr vom Fleck. Also Technologie ist dann sinnvoll, wenn wirklich kritisch überprüft wird, unterstützt sie mich oder ist Technologie, was ist eigentlich der Sinn und Zweck? Warum wird es in diesem konkreten Fall auch eingesetzt? Da nehme ich auch ein Stichwort von dir mit, Yannick. Ne? Es gibt nicht das eine Tool, ich werde das auch ganz oft gefragt, gibt es ein Tool, das all unsere Probleme löst? Gibt es die eine perfekte Governance-Struktur, die zu allen passt? Die gibt es ja auch nicht. Ja? Anne, du hast das gesagt, ne? Ihr beide, Sascha, integrieren, aufsetzen auf das, was da ist, auch auf die Kompetenzen der Menschen, die in den jeweiligen Einheiten für die Themen zuständig sind, auch mit einem klaren Blick darauf, wo muss ich was aufbauen, wo habe ich schon Kompetenzen, Motivation. Also das heißt, klar gibt es ein Zielbild, aber wie ein jeweiliges Unternehmen, ein Mandant sich auf dieses Zielbild hinbewegt und was dafür im Einzelnen nötig ist, das mag sehr, sehr stark variieren. Ich glaube, wir haben heute viele Punkte dazu angeguckt. Wir haben uns erstmal die Regulatorik angeguckt, die auch, ob mit Regulatory Radar oder mit anderen Instrumenten, mit einer handgemachten Analyse, sich jedes Unternehmen für sich angucken sollte. Das Thema Maßnahmen, was kann ich denn dann eigentlich tun und wie viel will ich auch vielleicht im Moment eins tun, um meine Governance anzupacken, das lässt sich ja auch über ein paar Jahre auch planen tatsächlich. Nicht jeder Schritt muss sofort am ersten Tag gegangen werden. Und als letztes, aber auch im Sinne von, und auch gerade mit Blick auf die Prüfung, von Anfang an sogenannte No-Regret-Moves, also Schritte, Maßnahmen, die ich ignoriert habe, aber sinnvoll am Anfang schon mit integriert hätte, mitzudenken. Weil später, wenn ich sie vergessen habe, kosten sie mich vielleicht viel Aufwand und Zeit, wenn ich sie nachträglich einfügen möchte. Also Regulatorik, die richtigen Schritte auswählen, und die technologischen Überlegungen an den Start stellen und die No-Regret-Moves machen und das Konzept vor Augen haben. Ich denke, damit bewegen wir uns wirklich gut zusammen. Jetzt interessiert mich aber mal ganz konkret, wie denn so die Fragestellungen und Herausforderungen bei Fällen, bei Kundinnen und Kunden aussehen. Sascha, magst du uns mal was erzählen, was du ganz konkret bearbeitest? Ich glaube, das ist im Steuerbereich recht branchenübergreifend. Also wir sehen viele Kundinnen und Kunden, die auf dem Weg sind in den operativen Regelbetrieb, auf der Suche nach einer technologischen Lösung, die sich auch zu anderen Rechtsgebieten verzahnt. Also kann man eine Plattform vielleicht nutzen. Zum anderen ist es natürlich auch das Thema Integration und Verzahnung der Methodik. Also wie bringe ich die Systeme übereinander und wie bringe ich Bewertungsparameter zueinander und komme hier zu dem einheitlichen Reporting. Das ist interessant, weil bei mir ist es auch in der Beratung eher branchenübergreifend, also dass Unternehmen sich wirklich gerade bemühen, diese Silostruktur aufzubrechen und zu sagen, wo kann ich eigentlich bestimmte Geschäftsprozesse pragmatisch und effizient zusammenlegen, um nicht eine Doppelstruktur am Ende aufzubauen. Ich bin gerade bei einem Unternehmen unterwegs aus der chemisch-pharmazeutischen Industrie, die sich genau diese Frage stellen, wie kann ich die Governance-Systeme zusammenlegen. Ich betreue ein großes ESG-Mandat im Automotive-Sektor, wo wir einerseits die CSRD wirklich auf die Straße bringen, was uns momentan beschäftigt, gleichzeitig die Steuerungsthemen in Richtung Steuerungsmodell auch vorausdenken. Auch da Steuerungsmodell ist im Gegensatz dazu jetzt ein Thema, das natürlich sehr spezifisch auf das Unternehmen und die Branche zugeschnitten sein muss. Und dann aber auch die technologische Umsetzung im Sinne von die zentrale Datenplattform für alle ESG-Daten, die wir aufbauen. Ich habe auch gerade so ein CSRD-Projekt. Also wir bereiten wirklich mit einem Unternehmen der öffentlichen Hand den Bericht vor. Und im Zuge dessen sind Anne und ich dort an einem Thema dran,
das ich auch aus vielen Branchen kenne. Es ist kein branchentypisches Thema, nämlich wie kann ich mit ganz wenig Ressourcen trotzdem die Prüfsicherheit für den CSRD-Bericht sicherstellen, wie kann ich Daten plausibel beschaffen und wie kann ich überhaupt meine Reporting-Organisation aufstellen, wenn in diesem Unternehmen ich vielleicht eine Person habe, die sich Vollzeit um Nachhaltigkeit kümmern kann und alle anderen irgendwie im größeren Team mitarbeiten. Wie setze ich das organisatorisch auf, dass diese eine Person auch nachts noch ruhig schlafen kann? Und das ist eine Fragestellung, ehrlich gesagt, die ich sehr, sehr spannend finde, weil gerade mit der nächsten Welle an Unternehmen, die ab 2025 berichtspflichtig werden, werden wir mit Sicherheit noch mehrere sehen, die zumindest, was so die Teamstärke betrifft, nicht aus dem Vollen schöpfen können. Ja. Vielen Dank. Ich denke, ich kann für uns alle sprechen. Es hat richtig Spaß gemacht, in dieser Runde zu diskutieren. Ich hoffe, Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ebenso. Und Sie konnten auch den einen oder anderen Punkt mitnehmen, den Sie vielleicht direkt morgen anpacken möchten in Ihrem Nachhaltigkeits-, Governance- und Technologieprojekt.